Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Dieses Video heute stellt eine etwas schwerere Kost dar. Behandelt ein Thema, das nicht so angenehm ist. Doch nicht alles im Leben ist wirklich angenehm und dennoch existiert es. Die Frage lautet, würden Sie Ihren Hund durch einen totalen Blackout führen können? Unzählige Menschen da draußen werden sich jetzt wahrscheinlich denken, sollten sie dieses Video sehen, was interessiert mich in solch einem Szenario ein Hund oder mein Hund? Allererstes Gebot ist es, meine Familie da durchzubringen. Ich verstehe das. Ich weiß, dass es Millionen, vielleicht gar Milliarden Menschen da draußen gibt, die so denken. Doch vergessen Sie nicht, es gibt auch sehr viele, zig Millionen Menschen, welche ihren Hund als 100%iges Familienmitglied ansehen und ihn zu diesem Thema 1:1 behandeln. Also nicht nur ihre Kinder, Partner, Geschwister, Eltern durch dieses Horrorszenario durchbringen wollen, sondern auch ihren Hund. Und natürlich gibt es auch Menschen, für welche der Hund das einzige Familienmitglied darstellt. Und für die ist solch eine Frage ganz wichtig. Totaler Blackout, Spinnerei, Verschwörungstheorie, nun, davon sind wir heutzutage weit entfernt, möchte ich sagen. Ja. Repairs werden immer weniger häufig belächelt. Ich belächelte sie noch nie. Ja. Erinnere mich noch ans vorige Jahrhundert zurück, an die späten 80er, wo ich schon das erste Mal über solche Repairs zu lesen bekam. 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre. Es brannte der kalte Krieg. Sie wissen schon, ich kann mich noch daran erinnern, als Volksschüler unter die Bank krabbeln zu müssen bei Übungen, Atomblitz und so weiter. Totaler Blackout. Möglichkeit vorhanden? Absolut. Ich würde sogar behaupten, es war noch nie so real, die Möglichkeit war noch nie so real wie heute. Also, Worst-Case-Szenario. Würden Sie Ihren Hund da durchbringen können? Sehen wir uns das mal etwas genauer. Totaler Blackout. Ausgelöst durch gewaltige Sonnenstürme oder Erdbeben, durch Cyberattacken oder massiven Krieg. Licht, Elektrogeräte, Heizungen, Wasserwerke, Telefone, nach kürzester Zeit alles außer Betrieb. Aus dem Wasserhahn kommt nur mehr ganz wenig oder gar kein Wasser. Warmwasser gibt es überhaupt keins. Toilettenspülung funktioniert natürlich auch nicht und so weiter. Sie und Ihr Hund stehen mit sofort in einer Welt ohne Strom. Das ist vor noch nicht allzu langer Zeit noch völlig normal gewesen, doch heute für die meisten Menschen eine Katastrophe. Ja. Sie wissen, wenn so etwas länger dauert, sind die Supermarktregale leergeräumt und es kommt auch nichts nach, weil die Kühlsysteme nicht funktionieren. Alles würde verderben. Ja. Die Arztpraxen würden schließen, die Notstromaggregate der Krankenhäuser würden nach spätestens 72 Stunden niedergehen. Auch die Polizei hätte keine Zeit für Sie und ihre Probleme. Aber auch Alarmanlagen und elektronische Schließsysteme sind außer Betrieb. Und Autofahren können Sie nur mehr so lange, wie es Ihnen Ihr Tank erlaubt. Denn die Tankstellen würden nur mehr so lange Sprit zur Verfügung stellen, wie die Notstromaggregate aus den Tanks dort fördern könnten. Und dann ist Ende Gelände. Also ein Horrorszenario. Müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was sich da alles abspielen würde. Einen Tag würden wir alle packen, ganz klar. Doch die Schäden wären riesig. Eine Woche würde uns schon äußerst zu schaffen machen. Und bei Wiedererlangung der globalen Stromversorgung und der Ordnung wären die Schäden, die wegzuräumenden Schäden enorm. Stellen Sie sich mal vor, so etwas dauert mehrere Monate lang. Also hier würden wir an unsere Grenzen stoßen. Und für den Großteil der Menschen ging es nur mehr ums nackte Überleben.
Ich bin mir sicher, sollten die besten Techniker der Welt in solch einem Fall es nach mehreren Monaten dann schaffen, die globale Stromversorgung wiederherzustellen, würden wir irgendwie ins normale Leben, in die normale Ordnung wieder zurückfinden. Aber die Nachwirkungen wären gewaltig, ganz klar. Nun, schauen Sie, mein Hund zählt zu 100% zu meiner Familie. Ja. Und mein erster Gedanke in solch einem Fall wäre, habe ich alles zu Hause, um meine Frau und meinen Hund abzusichern. Ich weiß ja noch nicht oder wüsste noch nicht, wie lange so etwas dauert. Dauert das einen Tag, dauert das mehrere Tage oder gar Monate. Ja. Wenn das nach einigen Tagen noch nicht vorbei ist, ja, wären meine Sorgen bezüglich meiner Eltern, meiner Tochter, inklusive ihrer Familie und meines Bruders mit seiner Bande, die würden wachsen. Ganz klar. Ich persönlich fühle mich verantwortlich für meine ganze Familie, sehe mich nicht als Familienoberhaupt, überhaupt nicht, aber ich habe den Drang, mich auch um meine Tochter, meinen Bruder und um meine Eltern in solch einer Situation zu kümmern. Oder ich hätte den Drang, mich um sie kümmern zu müssen. Vielen von ihnen geht es höchstwahrscheinlich ganz genauso. Ja. Schauen Sie, nochmal. Viele von uns haben für solche Sachen etwas zu Hause gebunkert, denn viele sehen das ähnlich wie ich. Ich sage mal, wie zu Beginn des Videos schon von mir erwähnt, Fantasterei, Spinnerei, Verschwörungstheorien und heute, wir sind von Strom abhängig. Die Systeme sind teilweise nicht wirklich optimal abgesichert und wie gesagt nochmal Cyberangriffe, KI-Technologie, künstliche Intelligenz, ein mächtiges Werkzeug in den falschen Händen, Kriege und so weiter. Ein globaler Blackout ist schnell mal da. Und nochmal, auch wenn es für viele Leute da draußen nicht nachvollziehbar ist, viele Menschen machen sich um ihren Hund genauso viel Sorgen in solchen Situationen wie um ihre menschliche Familie. Ja? Und mir ging es genauso. Ja. Trinken. Neben dem Essen das Wichtigste. Und die ersten 4 Dinge, die mir in solch einer Situation einfallen würden, wären, habe ich genug zu trinken, habe ich genug zu essen, kann ich mich effektiv und wirksam schützen und habe ich ein Dach über den Kopf. Schutz. Schauen Sie, bei einem globalen Blackout bricht Anarchie aus. Das ist so sicher wie das Amen nach dem Gebet. Es wird geplündert, wahrscheinlich auch gemordet, etc. etc. Schutz ist mindestens genauso wichtig in solch einer Situation wie Flüssigkeit, wie Lebensmittel und wie ein Dach über den Kopf. Der Winter, man weiß nicht in welchen, zu welcher Jahreszeit so etwas eintrifft. Im Winter, die Heizungen fallen aus, es geht nichts mehr. Dach über den Kopf, ganz wichtig. Ja, nochmal, trinken. Was wir trinken dürfen, können. Im Notfall können wir uns auch mit Alkohol über Wasser halten, damit wir nicht verdursten. Ganz klar, ja, Sie haben recht, aber Sie wissen, was ich meine. Flüssigkeitsaufnahme. Doch wie sieht das beim Hund aus? Schauen Sie, Wasser ist klarerweise beim Hund immer das Beste. Keine Frage. Viele Leute haben unzählige Liter an Mineralwasser gebunkert, auch das geht. Doch müssen Sie dieses via Erhitzen in offenem Gefäß entgasen, um es dem Hund servieren zu können. Verdünnte Milch. Hier laufen Sie bei der Gabe der verdünnten Milch, wenn Sie Ihren Hund von verdünnter Milch trinken lassen, natürlich in Gefahr, dass er das nicht verträgt. Es könnte Durchfall auftreten, der wiederum sorgt für Flüssigkeitsverlust und für erneuten Durst. Hier müssen Sie schon wissen oder erfahren haben, in Erfahrung bringen, ob Ihr Hund Milch auch in verdünntem Zustand verträgt. Tees, Sie werden die Möglichkeit haben, irgendetwas erhitzen zu können, sei das über offenem Feuer, ja, oder Sie haben irgendeinen Kocher zu Hause. Also ich gehe davon aus, viele Leute besitzen so Utensilien zu Hause. Wenn nicht, ja, wird ihnen nichts übrig bleiben, als dass sie sich eine Feuerstelle machen. Ja. Tees. Sollten Sie sich einen Tee zubereiten, Kamille, Fenchel, Pfefferminztee, ungesüßt geht das für den Hund, nicht süßen. Ja. Fruchtsäfte wie Apfelsaft, verdünnt, ist okay für die Notlösung, geeignet als Flüssigkeitsaufnahme für den Hund. Keine gesüßten Fruchtsäfte,
keine Traubensäfte. Trauben in geringsten Mengen können tödlich sein für den Hund, gehen schwer auf die Nieren. Gemüsebrühe. Es kann sein, dass sie sich ein Gemüse kochen. Ja. Aufpassen mit Zwiebel, Knoblauch, ja nicht. Ja. Verzichten Sie auf Salz. Auch Salz geht schwer auf die Nieren des Hundes. Doch sollten Sie Gemüse kochen, dann können Sie den Hund diese Brühe zu trinken geben. Das liefert nicht nur Energie, sondern ja, dient auch als Flüssigkeitsaufnahme. Ganz klar. Regenwasser. Sowieso. Schauen Sie, auch Sie werden von Regenwasser in solchen Fällen höchstwahrscheinlich profitieren, indem Sie rausgehen mit Gefäßen und Regenwasser einsammeln, welches Sie dann zu Hause abkochen. Den Hund können Sie aus Pfützen trinken lassen. Gar keine Frage. Tue ich auch heute hin und da, wenn es draußen stark regnet, das Wasser noch nicht zu lange steht, im Pfützen ist und er möchte trinken, ja, dann lasse ich ihn trinken. So wild ist das nicht. Ja. Das sollten Sie auch ausnutzen, um die Gabe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, die sich für den Hund eignen, zu Hause einzusparen. Ja, also bei Regen, wenn es die Sicherheit Ihrer Umgebung zulässt, ja, dass Sie dann mit Ihrem Hund raus können. Das ist dann nicht so selbstverständlich. Es kommt immer darauf an, wo Sie leben, was sich dort abspielt. Ja, aber wenn es geht, raus und den Hund in Regenpfützen trinken lassen, ganz klar. Nicht zu trinken, geben Sie Ihrem Hund Limonaden, ganz klar. Oft stark gezuckert. Zucker kann tödlich sein für unsere Hunde. Limonaden wie Coca-Cola, Energy Drinks, gesüßte Tees, auch keinen Kaffee. Sie können Ihren Hund vom Bier nippen lassen, wenn Sie einen großen Biervorrat zu Hause haben, der für Sie als Flüssigkeitsaufnahme dient. Ja? Auch wenn Sie dann vielleicht zu singen oder zu randalieren beginnen. Ja? Im Mittelalter hat man sich hauptsächlich in Mitteleuropa von den Durst mit Bier gelöscht, speziell glaube ich in Großbritannien, aber auch heute in Deutschland, Österreich war das so, weil Wasser oft kontaminiert war, also weil man krank wurde vom Wasser. Mit der Hygiene hatte man es damals nicht so. Bier, da waren alle Keime abgetötet. Viele Leute tranken hauptsächlich schwaches Bier. Sie können auch Ihren Hund vom Bier nippen lassen, doch füllen Sie ihm keinen Trinknapf voll mit Bier. Dasselbe gilt auch für Wein und sowieso für hochprozentigeren Alkohol. Nochmal, erstens könnte er zu randalieren und zu singen beginnen, ja, ist nicht so abwegig. Na, Alkohol, hochgiftig für Hunde und kann unseren Hund töten. Ja, also wie gesagt, trinken, ganz klar, habe ich angesprochen, Wasser ist immer das Beste. Aalwasser, Mineralwasser, entgast, verdünnte Milch, ungezuckerte Tees, verdünnte Fruchtsäfte, kleine Traubensäfte, Gemüsebrühe, wenn vorhanden, Regenwasser. Sowieso suchen, wenn es regnet. Ja. Außer das Regenwasser ist verstrahlt. Ja. Der globale Blackout ist erfolgt aufgrund eines Nuklearkriegs. Ja. Dann ist von Regenwasser natürlich abzusehen. Ja. So, nicht trinken, ganz klar alles, was stark gezuckert ist. Limonaden, Energy Drinks und so weiter, gesüßte Tees, Kaffee, nicht, keiner Alkohol. Ja, sehen wir uns mal etwas näher an, wie es mit dem Essen aussieht. Ja. Gehen wir davon aus, Sie haben einige Zeit lang Hundefutter gebunkert, doch dieses ist jetzt aufgebraucht, es ist nichts mehr da. Nun, jetzt müssen Sie teilen oder improvisieren, aber wenn Fleisch mal Mangelware ist, nichts mehr da ist, können Sie Ihren Hund auch gekochten Reis oder Nudeln füttern, Karotten, Kürbis, Kartoffel, Haferflocken, Hirse, Polenta, Eier und in kleinen Mengen Käse. Aber passen Sie beim Käse auf. Kein Schimmelkäse. Schimmelkäse ist hochgiftig für Hunde. Ja, aufpassen. Natürlich könnten Sie auch Ihr Glück außerhalb Ihrer vier Wände versuchen. Schauen Sie, ich lebe im ländlichen Gebiet mit großem Wildvorkommen. Worauf ich jetzt hinaus möchte, werden Sie wahrscheinlich schon ahnen. Ja. Auf die Jagd. Diese Mücken hier, die sind nervig. Ich besitze die Ausrüstung und auch die Fähigkeit zu jagen. Und wem sollte ich in solchen Szenarien fragen, ob ich das tun darf? Bei einem länger andauernden globalen Blackout wird höchstwahrscheinlich niemand mehr existieren, den es zu fragen gilt.
Wahrscheinlich laufen da draußen Dorfmilizen herum, die sich für den Selbstschutz zusammengeschlossen haben, aber mit großer Wahrscheinlichkeit würde ich diese Leute kennen. Ja. Gäbe es diesbezüglich wahrscheinlich keine Probleme. Ich würde es einfach tun, um sicherzustellen, meine Familie, zu welcher auch mein Hund gehört, ernähren zu können. Aber ich habe das Glück, einen Hund zu besitzen, der schnell und stark genug ist, auch ein Reh reißen zu können und noch dazu mit dem Trieb ausgestattet ist, das tun zu wollen. Ne? Hier wäre mein Hauptproblem eher dieses, dass in solchen Zeiten überall irgendwer auftauchen könnte, der meinen Hund selbst ins Visier nimmt, weil er ihn essen möchte. Ja, liebe Zuseher, dieser Gedanke ist in solchen Szenarien nicht so abwegig. Ja. Aber ich habe auch den Nachteil, dass Vito, mein aktueller Hund, im Gegensatz zu meinen vorigen Hunden nicht schussfest ist. Ja. Ihn auf eine Jagd mitzunehmen, bei welcher ich dementsprechend ausgerüstet bin, würde mein Handeln einschränken oder ziemlich erschweren. Aber irgendwie würde das mit der Zeit auch klappen, ist nur eine Sache des Gefühls, davon bin ich überzeugt. Doch, selbstverständlich hat nicht jeder die Möglichkeit, jagen zu gehen. Und selbstverständlich ist das einfacher gesagt als getan. Das gilt auch für mich. Klare Sache. Schauen Sie, urbanes Wohngebiet, fehlende Ausrüstung, zu wenig Ahnung von der Jagd oder nicht geeignete körperliche Konstitution. Das sind alles Hindernisse. Klare Sache. Und trotzdem könnten Sie mit Ihrem Hund, wenn es die Sicherheit der Umgebung, in welcher Sie in solch einem Szenario leben, zulässt, draußen nach geeignetem Futter für Ihren Hund suchen. Mäuselöcher sind nicht immer verlassen. Ratten halten sich in typischen Umgebungen auf. Maulwürfe können erbeutet werden. Klar, diese Tiere sind häufig von Parasiten befallen und das nicht zu wenig, ja. Doch bedenken Sie, dass viele Straßenhunde sich ausnahmslos von solcher Beute ernähren und teilweise steinalt werden. Jetzt kam hier gerade ein Schäferhund nicht an der Leine um die Ecke, sah mich hier stehen und startete zur Attacke. Der Besitzer hat das gemerkt und hat ihn zurückgerufen. Mir hat's kurz den Magen umgedreht, aber es dürfte alles wieder in Butter sein. Weiter geht's. Krähen, Amseln oder andere Vögel mit Steinschleuder oder Luftdruckpistole erlegt, eignen sich als Notlösung, ganz klar. Fische sowieso, das sind eine Delikatesse, nicht nur für den Hund, natürlich auch für uns. Auch der arme Igel käme in Frage, auch nicht nur für den Hund. Ja. Insekten in großem Maße gefangen und gebraten, das geht alles. Sie wissen, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Aas für den Hund ist so eine Sache. Solange noch nicht stark verwest, ist es geeignet für den Hund und wird im Notfall auch angenommen, wenn der Hund wirklich hungrig ist. Doch besteht hier immer die Möglichkeit, dass das tote Tier vergiftet wurde oder an einer gefährlichen Krankheit verstorben ist. Ja? Aufpassen bei Amphibien wie Kröten. Häufig ist deren Haut hochgiftig und zwar auch für den Hund. Schokolade und ähnliche Süßigkeiten wirklich nur in den kleinsten Mengen verabreichen. Zucker kann tödlich sein für unsere vierbeinigen Freunde. Keine Zwiebel, kein Knoblauch, keine Avocado, keine Walnüsse. Und halten Sie sich mit dem Verfüttern von rohem Schweinefleisch, falls diese Delikatesse vorhanden ist, zurück. Rohes Schweinefleisch kann den gefährlichen Ojeski-Virus auf den Hund übertragen. Ja. Liebe Zuseher, mögen die Götter uns beistehen, dass wir von solchen Szenarien verschont bleiben, ganz klar. Ich bin mir sicher, da sind wir uns alle, bis auf einige gewisse Endszenario-Fans, einig, oder? Ja. Doch wenn Sie ein klein wenig sicher zum Thema verspüren wollen, dann muss ich Ihnen nicht sagen, dass Sie sich mit etwas Vorräten für Sie und Ihre Familie eindecken sollen. Und sehen Sie auch zu, dass für Ihren Hund genügend zu trinken und zu fressen gebunkert ist. Und vergessen Sie auf keinen Fall auf eventuell notwendige Medikamente, dass Sie die für Ihren Hund auf Vorrat kaufen. Und ich gebe Ihnen noch einen Tipp, der nicht direkt mit Ihrem Hund zu tun hat, aber vielleicht indirekt. Ja. Befassen Sie sich mit dem Gedanken, Schritte in die Wege zu leiten, welche Sie dazu befugen, legal im Besitz wirklich
effektiver Verteidigungsutensilien zu sein, welche eventuell auch für die Jagd taugen. Mir ist schon klar, die Gesetzeslage hierbei ist verschieden. Ne? In Österreich natürlich muss man auch was tun, um hier eine Waffenbesitzkarte zu erlangen, zu bekommen. Mit Langwaffen Kategorie C sieht das wieder etwas anders aus. Ich weiß, dass es in Deutschland schwerer ist, wie es in anderen mitteleuropäischen Ländern aussieht, weiß ich nicht. Doch, egal wie schwer der Weg dorthin ist, nehmen Sie diese Schwierigkeit auf sich. Das zahlt sich aus in solchen Situationen. Das muss ich Ihnen nicht erzählen. Ich bin mir sicher, die meisten von uns kämen bei einem derartig massiven globalen Blackout in Situationen, wo sie sich derartige Verteidigungsutensilien wünschen würden. Ja, liebe Zuseher, hoffen wir, wie gesagt, dass das nie geschehen wird, dass wir, und wenn das geschehen sollte, dass wir da alle halbwegs gut durchkommen mit unseren Familien, unseren Hunden, wo die natürlich dazugehören, ganz klar. War ein etwas bedrückendes Thema, ist mir auch klar. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und nochmal, obwohl das ein etwas dunkles Thema ist, wünsche ich Ihnen dennoch einen wunderschönen Tag und sage, das war's schon wieder.